Wir schauen uns jetzt an, wie ich einen gesamten Award genehmigen kann. Zum Vergleich, wir haben hier eine Teilnehmerin, die jetzt mit allen Aktivitäten durch ist. Also beim Dreifachsprung wurden alle Aktivitäten geloggt. Das sind jetzt hier Platzhalter. Wir hatten es hier schon mit Forstkunde. Auch an der Probeexpedition wurde teilgenommen. Das sehen wir dann gleich auf Award-Leader-Seiten. Und wir haben hier wieder zwei To-Dos. Und zwar müssen wir einmal den Fitnessbereich genehmigen und den Dienstbereich. Da haben wir uns das Gutachten einmal angeschaut. Da war sie als Assistenz von einem Award-Leader tätig. Das können Schüler und Schülerinnen auch machen. Es gibt dafür einen besonderen Lehrgang. Und so kann an Schulen das Programm eben auch durch die Teilnehmenden unterstützt werden. Und das können wir jetzt hier genehmigen. Und wenn wir uns jetzt bei der Teilnehmerin uns die einmal anschauen, dann sehen wir, dass da nur noch ganz wenig fehlt. Also der Fitnessbereich ist bereits genehmigt. Der Talentbereich ist genehmigt. Der Dienstbereich ist genehmigt. Und jetzt fehlt nur noch der Expeditionsbereich. Und da haben wir vorhin schon mal einmal uns die Vorbereitung und Ausbildung angeschaut. So sollte das optimalerweise hier nicht aussehen, sondern es sollten an allen Ausbildungseinheiten sollte ein Datum stehen und dann eben auch das Häkchen. Das habe ich nur vorhin quasi überschrieben und quasi trotzdem schon mal validiert und hier den Pfeil weitergeschoben. Die Probeexpedition, wir haben schon gesehen, wie wir Expeditionen anlegen. Da habe ich meine Teilnehmerin hinzugefügt und das kommt dann automatisch, wird es hier im Profil angezeigt. Und da geht es jetzt eben darum, den Pfeil 1 weiterzuschieben auf Genehmigung Gutachterin. Bei der Probeexpedition braucht es kein Gutachten. Das ist eine Regelung in Deutschland, die nicht unbedingt international auch so ist. Deswegen ist das Kästchen auch hier. Aber weil wir das nicht brauchen, können wir gleich eins weitergehen. Wir wissen, unsere Teilnehmerin war dabei. Die war nicht krank oder irgendwas und deshalb können wir auch den Programmteil jetzt hier genehmigen. Also es ist wirklich einfach nur einmal durchklicken und auch jetzt haben wir dann erreicht, dass es bei Genehmigung Awardbüro steht. Und Sie können es sich schon denken, das gleiche machen wir jetzt für die Abschlussexpedition mit der Ausnahme, dass wir hier auf Genehmigung Gutachterin klicken und jetzt tatsächlich auch auf das Gutachten warten. Also der Gutachter oder die Gutachterin bekommt jetzt eine E-Mail mit der Aufforderung, das Gutachten von der Expedition bitte hochzuladen. Und darauf müssen wir tatsächlich warten, denn wenn wir jetzt weiterklicken, dann funktioniert der Link auch nicht mehr. Dafür auf der anderen Seite, wenn der Gutachter, die Gutachterin das Ganze hochgeladen hat, dann springt es automatisch auf Genehmigung Programmteil. Das mache ich jetzt einmal händisch. Und dann könnte man jetzt hier die Beobachtungen und den Bericht des Gutachters einsehen. Das haben wir gemacht. Wir sehen, okay, es ist alles super. Die Teilnehmerin hat sich toll geschlagen, an alle Regeln gehalten. Dann genehmigen wir auch die Expedition. Und jetzt sind alle Programmteile genehmigt. Und jetzt kann ich es tatsächlich als Award Leader auch genehmigen. Sie sehen es, wenn ich das hier aktualisiere. Habe ich auch lauter neue Benachrichtigungen. Meine Expedition wurde genehmigt und diese Punkte, also darüber werde ich als Teilnehmerin auch auf dem Laufenden gehalten und sehe eben, okay, das passt hier alles. Und jetzt kommt eben der Punkt, das ist die Nachricht hier unten, wo ich meinem Award Leader sagen kann, okay, bitte genehmige meinen gesamten Award. Auch hier kann ich wieder optionalerweise eine nette Nachricht noch dazu schicken und den Award zur Genehmigung einreichen. Und dann springen wir wieder hier zurück. Ich muss es nicht mal refreshen, die To-Do-Liste aktualisiert sich
Und jetzt der letzte Punkt sehe ich bei Award, dass hier eben der gesamte Award eingereicht wird. Ich sehe, dass erfolgreich alle 52 Stunden und Wochen eingereicht worden sind. Und ich kenne ja die Teilnehmerin. Ich habe mir das ja gerade alles angeschaut. Deswegen genehmige ich das jetzt hier. Da bietet es sich natürlich an, irgendwie herzlichen Glückwunsch dazu zu schreiben für diese tolle Leistung. Und dann nach der Genehmigung, wenn wir uns nochmal das Profil hier anschauen, sehen wir eben, dass jetzt die Stufe weitergesprungen ist. Also es befindet sich nicht mehr in Umsetzung, es ist nicht mehr Genehmigung Award Leader, sondern Genehmigung Award Büro. Und damit liegt es jetzt bei uns als Verein. Und jetzt müssen wir als Award Leader einfach darauf warten, dass es auch von uns genehmigt wird. Also Sie sehen, es ist ein ständiger Prozess von Genehmigungen und passt es zwischen den Teilnehmenden und Ihnen als Award Leader und zwischen Ihnen als Award Leader und uns als Verein.